Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute mal wieder ein spezielles Video. Ich hatte einfach mal Lust, jetzt hier ein Video aufzunehmen. Und zwar möchte ich werde hier mal ein bisschen reingucken als kleine Stütze, was ich mir alles so an Gedanken gesammelt habe und auch einige Studien, die ich hier aufgelistet habe in der Originalfassung, die ich dann unter dem Video entsprechend in Gruppen nochmal aufführen werde, wo man sich das alles nochmal im Original auch anschauen kann, worauf ich versuche jetzt meine Ausführungen im weitesten auch zu stützen. Ich möchte gerne mal über die medizinische Intervention sprechen, die uns ja nun alle so umtreibt oder irgendwie herausfordert oder verärgert, je nachdem, in welcher Gruppe du dich da wiederfindest. Bleib einfach mal beim Du, denn so ist es ja von vielen auch gewünscht auf meinem kleinen Kanal hier. Und ich werde jetzt natürlich das als Impfung bezeichnen. Ich habe das versucht in der Vergangenheit gerne zu vermeiden, dieses Wort, weil das Zensorenteam hier auch auf dieser Plattform natürlich massiv unterwegs ist. Also es wurde wirklich gelöscht, was das Zeug hält, sobald das irgendwie kritisch war und eine gewisse Schwelle an Reichweite automatisch überschritten hat, dann wurde das rausgenommen aus dem Mainstream, das wie immer schön gleichförmig unterwegs sind. Gut, sollte das gelöscht werden, dann ist es halt so, aber ich denke mal, die aktivsten Verfolger und Zuschauer hier auf diesem Kanal werden es dann sowieso irgendwie wahrnehmen. Und ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen. Ich bin jetzt hier gerade mal an einem anderen Ort, so ein bisschen im Urlaub. Das soll ja auch mal vorkommen. Und mir ist so eine Geschichte zu Ohren gekommen, die werde ich jetzt mal stark verfremden, dass man also die Menschen da nicht wiedererkennen kann. Und ich tue es wirklich sehr stark. Also verändern, aber im Kern noch das Wesentliche lassen. Und zwar war da eine bestimmte Person aus einem Verein, sage ich jetzt mal, also das könnte ein Verein oder eine andere Gruppierung oder Gruppe sein, je nachdem. Das bleibt jetzt offen. Also eine Person aus einem Verein mit einer starken Erkrankung, also da wurde jetzt ein ganz spezieller schlimmer Krebs in der Lunge festgestellt und sowas. Und da wurde also wirklich eine OP durchgeführt und hat das ganze komplette Corona-Programm auch mitbekommen, was da an Intensivpatienten neben ihm behandelt wurde und so weiter. Aber das könnte auch eine Frau oder ein Mann gewesen sein. Also da kann ich mich jetzt nicht festlegen, einfach aus Schutzgründen sozusagen für die Person. Also der Mann oder die Frau hatte also so eine ganz starke Krankheit gehabt und in diesem Verein, der hatte nun eine ganz starke, besondere Ausrichtung, so, sage ich mal, Impfskeptiker oder Impfverweigerer sogar, also in der Führung dieses Vereines. Und da hat sich praktisch dieser Vereinsführer oder einer aus der Gruppe denn entschieden, unserem dort behandelten Patienten, also dann wieder raus war und zu Hause war, eine E-Mail zu schreiben und so weiter, dass er sich doch bitte nicht impfen lassen solle. Also in sich schon mal eine ziemlich übergriffige Handlung, denn jeder muss es ja für sich in einem Risiko-Nutzen-Profil irgendwie beantworten und dem sind wir nun alle mal ausgeliefert oder dem haben wir uns zu stellen. Und da kann jeder sozusagen das Risiko-Nutzen herausfinden und sagen, okay, der Nutzen dieser medizinischen Intervention überwiegt vielleicht in diesem Fall und da macht es tatsächlich Sinn, für jemanden, der zu so einer wirklichen vulnerablen Gruppe gehört und sagen, jawohl, ich möchte mir das verabreichen lassen, weil ich habe keine Zeit für Langzeitfolgen oder ich möchte jetzt gern diesen Schutz haben und das ist durchaus auch eine gewisse Evidenzbasierung, dass das vorhanden ist. Sie haben zwar keine sterile Immunität, wie ja auch unser heiliger Professor jetzt mal zugegeben hat in einem Interview, dass sich also im Rachenraum der Geimpften auch noch der Erreger weiterhin vermehren kann und deshalb hat er argumentiert, dass die Leute, die sich noch nicht haben, die Ampulle verabreichen lassen, das doch bitte auch machen sollten, dass sie dann auch geschützt sind. Nun gut, diese Logik erschließt sich mir noch nicht so ganz, aber
Bleiben wir beim Risiko-Nutzen-Profil. Das geht es also wirklich abzuwägen und also da würde ich schon sagen, ja, das ist schwierig. Ja. Das ist genauso wie wenn aus dem Verein jemand gesagt hätte, nur Positivimpfung, weil das ist ja auch eine ganz schön private Sache. Ja. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt, und das ist wirklich geschehen, hat mich gefragt, bist du schon in diesem Sinne hier, hast du dir das verabreichen lassen? Und dann habe ich mich so ganz versucht bedeckt zu halten, denn das ist ja extrem privat, ja. Also, weiß nicht, wenn die Person jetzt zu mir gekommen wäre und hätte gesagt, wie ist das so in deinem Sexleben und so, also, das ist ein bisschen zu privat, ja. Das hat eigentlich niemand so wirklich zu interessieren und dass man das jetzt sozusagen überall öffentlich irgendwo nachweisen sollen könnte oder offenlegen darf oder muss. Es ist ja nicht mehr ganz freiwillig so, wie wir feststellen. Es wird also massiver Druck auch gemacht und Leute verlieren sogar ihre Jobs. Das finde ich natürlich sehr, sehr krass. Deshalb möchte ich mich einfach mal ein bisschen dazu äußern und ich tue mich hier mit meiner gedanklichen Stütze so ein bisschen dazu äußern, auch als interessierter Laie, der jetzt einfach das mal öffentlich macht, wie er jetzt darüber nachdenkt, so vielleicht für die eigene private Entscheidung oder ja, gewisse Grundlagen sich mal durch den Kopf gehen lässt und das stelle ich einfach mal öffentlich zur Verfügung, dass man sich darüber informieren kann, vielleicht als Privatperson. Unten sind ja die Studien aufgelistet und dann können natürlich auch Mediziner da weiterarbeiten, wo ich jetzt natürlich keine Expertise habe, dass die natürlich auch massiv gefordert sind, da entsprechend für und wieder abzuwägen und wir müssen einfach diese führen wieder Diskussionen zulassen, ja, und das fehlt natürlich massiv, dass wir eigentlich nur in eine Richtung ganz stark ja, die Argumente haben oder die Aufforderung, also möglichst früh durchimpfen, ja, und alle dann auch, und dass man jetzt auch auf die Kinder will, dass Spahn, Politik, der Minister unbedingt Kinder impfen möchte, entgegen den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission STIKO und aber bei Jugendlichen oder ja, Leuten, die so große Kinder sind, ab 12 Jahren ist, wird es ja jetzt schon praktiziert und also das sind alles sehr fragwürdige Geschichten, denn da kann ich natürlich jetzt eine Studie entsprechend anführen, die in der Vorveröffentlichung schon rausgegeben wurde. Und ja, es ist natürlich ein kritischer Hinweis und es dauert irgendwie recht lang, bis natürlich der Rest dann noch erscheint. Das ist schon mal ein bisschen verdächtig, weil sonst werden ja so Vorveröffentlichungen auch gerne aufgegriffen, also in dieser Studienform, wenn sie den Narrativ unterstützen oder das Ganze bejahen irgendwie, dann wird es ja gerne aufgenommen und in diesem Fall eben nicht. Und da hat man also festgestellt, also wir haben hier einen Hinweis auf immunbiologische Folgereaktionen, dass die Autoren dieses Preprints dieser Studie festgestellt haben, dass sich durch die Injektion eines mRNA-Impfstoffes, also einer Messenger-RNA, also eines Gens, was entsprechende Informationen mit sich trägt, dann da eingreift und das Immunsystem offensichtlich umprogrammieren kann in einer besonderen Art und Weise, was ich jetzt nicht weiter ausführen kann. Das haben auch Biologen und Mediziner schon auch beredet, nämlich der Clemens Arwey hat dazu ein tolles Video gemacht, das kann ich auch nochmal unten verlinken. Und die Studie noch mit dazu. Auf jeden Fall ist das natürlich bei heranwachsenden Menschen, also die ja ein angeborenes Immunsystem auch haben, aber das erwirbt sich ja auch weiter und wird durch bestimmte Krankheitsverläufe und Erreger dann irgendwie auch weiter aufgebaut, ja, dass der Mensch am Ende dann auch eine gute Immunantwort geben kann, wenn bestimmte Erreger kommen, die sich dann vielleicht auch ein bisschen ähneln und dass der dann da auch eine Antwort liefern kann. Also da ist eine Entwicklung, ja. Und wenn wir da also ganz früh eingreifen, wissen wir nicht, wie das vielleicht in einem Zeitraum von 10, 20 Jahren für diese jungen Menschen dann sein könnte. Also wir reden da wirklich von Langzeitfolgen, ja, die sich hier schon abzeichnen. Und die müssten wir also vorher klären, bevor wir ja das Millionen- oder Milliardenfach verabreichen, sozusagen experimentelle Pharmaprodukte, experimentelle Impfstoffe, denn nichts anderes ist das. Seit 30 Jahren wurde daran geforscht und in der Humanmedizin kam es noch nie, also wirklich noch nie, ja. Das ist ein Novum, was hier geschehen ist mit der Corona-Pandemie-Krise.
dass wir das jetzt also so schnell durchgeboxt haben. Das ging irgendwann letztes Jahr im Frühjahr los, Impfstoff. Dann Ende des Jahres wurde das schon ein Wettrennen und dann wurde das noch im letzten Jahr ab 26. Dezember bereits verspritzt. Ja, da ging das also los. Und ja, also massiv schnell. Man hat also diese Krise auch genutzt, um mRNA zu platzieren, dass man es jetzt wirklich anwenden kann. Denn diese Impfstoffforschung, die ist noch nie über die erste klinische Phase hinausgekommen. Und es gibt also 3. Ja. Da klärt man also ab die Wirksamkeit, den Nutzen für die Bevölkerung. Das wäre die 3. klinische Phase dann zum Beispiel. Und das hat man also nicht wirklich richtig durchgeführt und das muss jetzt also alles eigentlich noch nachgeliefert werden, es ist völlig absurd, ja. Spielen Langzeitfolgen keine Rolle mehr oder Impfstoffsicherheit? Also, Entschuldigung. Deshalb muss und möchte ich das hier aufnehmen, auch dass mal normale Menschen darüber sprechen und versuchen irgendwie nachzudenken. Was ein ganz wichtiges Schlaglicht ist und worüber wir sprechen müssen, sind die Thrombosen. Ja? Und alles, was ich jetzt herausgeforstet und gefischelt habe in meinen Recherchen, ist, dass es nicht nur diesen bösartigen Impfstoff betrifft, der also wie das Bier aus Hamburg da oben heißt, AstraZeneca, also Astra, ja. sondern auch BioNTech und Moderna oder J&J, Johnson & Johnson, da ist das eben auch der Fall, dass das dort nachgewiesen wurde und auch bei BioNTech schwerste Fälle aufgetreten sind bei Menschen, die sich außerhalb der Risikogruppe befinden. Und jetzt kommt es eben, was sehr, sehr wichtig ist, außerhalb der Risikogruppen für diese thrombotischen Ereignisse. Ich weiß nicht, wie das genau im Fachjargon heißt, aber eine Thrombose, also das kennen wir so aus dem Volksmund, die Thrombosestrümpfe natürlich bei älteren Menschen oder Krampfadern, die man auch regelrecht sehen kann, ja, also ein erhöhter Gerinnungsfaktor und sowas. Der erhöhte Gerinnungsfaktor und dass das eben bei Menschen auftritt, die außerhalb einer Risikogruppe sind, das ist also ein neuartiges sozusagen Krankheitsbild, was damit erschienen ist, ein neuartiges Krankheitsbild, was diese vakzininjizierten Impfstoffe eben hervorgerufen haben. Also durch das Vakzin injizierte Krankheitsfolgen, die also da in kausalen Zusammenhang bilden, ja, das müssen wir also ganz arg im Auge behalten. Und als das dann aufgetreten ist mit dem Astra-Impfstoff, hat man das also in Deutschland zum Beispiel untersucht und die Kollegen haben das dann auch nach England oder nach Großbritannien weitergegeben und dann hat man das da auch festgestellt. Also das ist tatsächlich wirklich so. Und da werden wir also genau hinzuschauen haben, ja, was damit wirklich ist und wie das so funktioniert. Da gibt es also auch tolle Studien, das werde ich unten nochmal verlinken, das Ganze. Und zwar muss ich da jetzt mal kurz zusammenfassen. Also wenn diese Messenger-RNA injiziert wird, ich versuche das so ein bisschen mit meinen eigenen Worten nachzufassen, in der ersten Dosis, dann bildet das da eine Immunantwort, die sich dann nach 4-5 Wochen dann so richtig stark aufgebaut hat, dass dort viele Antikörper und sowas sind. Und man hat festgestellt, dass das Ganze eben ins Blut hineingeht, also das, was injiziert wird, dass das nicht im Gewebe bleibt oder sich irgendwie dort verteilt an dieser Stelle, sondern dass es auch in die Blutkreislaufbahn hineinkommt und dann sogar in den Gefäßwänden, also wo das Blut durchströmt, sozusagen in diesen Gefäßwänden, diese Zellen, die diese Gefäßwand bilden, dass das dort dieses Spike-Protein erzeugt, denn es soll ja dieses Protein erzeugen, dieser Impfstoff oder diese neuartigen Medikamente oder Pharmaprodukte, diese experimentellen Impfstoffe, die eigentlich keine richtigen Impfstoffe im klassischen Sinne sind, denn das ist einfach nicht so, ja, sondern da wird eine Messenger-RNA injiziert, die dann dieses Protein in uns bilden soll, dieses Spike-Protein, worauf dann das Immunsystem reagieren soll.
Und das passiert also sogar in den Gefäßwänden, wo das Blut durchfließt. Und wenn dann dort in diesen Zellen, in den Gefäßwänden, das Spike-Protein sogar produziert wird, dann kann es natürlich bei Engpässen, wo das Spike-Protein aus den Gefäßwänden herausragt, regelrecht zu mechanischen Engpässen kommen, woraus dann diese Thrombozyten entstehen können, weil das Immunsystem, also die Lymphozyten, das sozusagen bekämpfen sollen und dann auch noch die Übertragung oder Antwort auf die Fresszellen geben, die dann alle auf diesen Bereich stürmen und es dadurch zu einem erhöhten Gerinnungsfaktor kommen kann. Also habe ich das jetzt verstanden. Man darf mich jetzt bitte gerne auch korrigieren in den Kommentaren oder wenn Mediziner sagen, völliger Bullshit. Wie gesagt, das stützt sich auf entsprechende Studien, die ich unten auch verlinken werde in der englischen Originalfassung. Also das wird niemand so schnell irgendwie wegwischen können. Da muss man schon mal dahinter bleiben. Ja. Also wir reden hier tatsächlich über eine Gesundheitsgefährdung, insbesondere für Menschen, die eben nicht zu den Risikogruppen gehören. Deshalb möchte ich darüber sprechen, das ist wichtig. Ja. Wir müssen da dranbleiben. Nicht, dass ich jetzt sage, das ist alles böse und also deshalb habe ich ja mit diesem Beispiel am Anfang eingeleitet. Ja. Es gibt da schon ein Risiko-Nutzen-Profil, dass das für vulnerable Gruppen, ältere Menschen tatsächlich sehr, sehr wertvoll, wichtig sein kann, auch das durchzuführen, dass die sich dadurch besser fühlen, insbesondere wenn sie keine Angst vor der Impfung haben, muss natürlich jeder, der das gerne möchte, auch die freie Wahl haben. Ja. Dass da sozusagen keine übergeordnete Instanz über mir ist, die sagt, du musst oder du musst nicht. Ja. Also bitte, da muss eine Freiheit, eine Gelassenheit wirklich her, dass man darüber auch frei abwägen kann. Ja, nun soll das Ganze aber offensichtlich nicht mehr so ganz freiwillig sein, weil daran entsprechende Grundgesetze gekoppelt werden, was natürlich höchst problematisch ist, ethisch. Ja. Also wir haben da zum Beispiel einen Herrn Söder, der den letzten Kritiker da aus dem Ethikrat, den letzten Kritiker entfernt hat, der eben noch so ein bisschen das anders gesehen hat, den hat er eben einfach rausgekickt. Ja. Aber es ist wichtig, diese ethischen Fragen, dass wir die natürlich auch immer wieder stellen. Ja. Also dass jetzt hier Leute, die sagen, nee, ich möchte nicht, dass die jetzt arg benachteiligt werden oder strukturell durch den Arbeitgeber, durch entsprechende Nachweise, die sie vielleicht nicht bringen können oder durch entsprechende Quarantänen vielleicht auch nachträglich ihren Job verlieren oder Strafzahlungen vielleicht bekommen durch Behörden, wie auch immer, weil sie das irgendwie vielleicht nicht richtig gewusst haben oder verstanden haben, wie das entsprechend galt dann. Ja, die Regeln ändern sich ja auch immer wieder und man wird dann natürlich massiv jetzt weiter Druck ausüben und auch strukturelle Fehler einschlagen, dass sich daran ein Netz bildet, wo sich dann die Leute zu orientieren haben und dieser Weg wird offensichtlich enger gemacht. Ja. Also so fühlt sich das auch an. Für viele Leute, die das auch so beschreiben, die sagen, ich habe da so Bedenken. Ja. Also ich persönlich bin jetzt kein Impfgegner, ja. Das ist auch bekannt. Ich habe mich auch impfen lassen vor der Corona-Pandemie und ist ganz logisch, da gibt es wirkliche Vorteile, die Impfstoffe auch bieten können. Also das betrifft meinetwegen Hepatitis A, B oder sowas oder sagen wir hier diese Blutvergiftungs, wie heißt es, Tetanus, genau, Wundstarkrampf oder Tollwut oder keine Ahnung. Also da sind natürlich auch gefährliche Sachen da unterwegs, wo es sehr, sehr gute entwickelte Impfstoffe, also herkömmliche Impfstoffe gibt, Totimpfstoffe oder wie es dann genau heißen wird. Das sind natürlich Sachen, die wirkliche Vorteile bieten und die also ein Leben auch verbessern können oder ja, gute Sicherheiten schaffen und die sich auch bewährt haben. Ja. Ich würde das nicht verteufeln und sagen, das ist jetzt alles schlecht, sondern da gibt es wirklich gute Vorteile. Aber bei diesen speziellen Impfstoffen, die ja eigentlich keine richtige sind, sondern wir sprechen ja eigentlich korrekterweise insbesondere bei den mRNA-Impfstoffen von einem Gentherapeutikum, aber auch die viralen Vektorimpfstoffe, so hat auch der Herr Clemens Awey als Biologe aufgezeigt, sind arbeiten auch so ein bisschen in dieser Richtung, dass sie auch das gleiche Programm eigentlich haben und sogar neben dem
neben der DNA etwas hinsetzen entsprechend, um diese Informationen im Körper eben hervorzurufen, dass der das dann selber baut, dieses entsprechende Spike-Protein. Und wir haben ja fast die identische Wirkungsweise, oder es ist sehr ähnlich, deshalb hat man ja jetzt auch angefangen, die erste Dosis von AstraZeneca zu verabreichen und dann in Kombination mit der Pfizer-Impfung oder BioNTech eben das eben dann zu kombinieren. Ja, daran merkt man eben auch, dass das sehr, sehr ähnlich funktioniert, das Ganze, wenn man da also ernsthaft in Erwägung zieht, das auch zu kombinieren, was natürlich auch diesen ganzen experimentellen Charakter bitteschön auch zum Ausdruck bringt. Ja. Und wir haben also es auch hier mit pharmazeutischen Produkten zu tun, die experimentell sind und die natürlich ein Wirkungsprofil aufweisen, was seinesgleichen sucht. Ja, also das ist um konkret zu sein, das tödlichste Pharmaprodukt der letzten Jahre. Aber wenn ich das jetzt relativieren will, dann muss ich natürlich auch dazu sagen, wie jedes Medikament hat einen Beipackzettel mit entsprechenden Nebenwirkungen. Das, wie gesagt, muss man am Anfang abwägen. Ja. Das Risiko-Nutzen-Profil. Also es gibt kein Medikament auf dieser Welt ohne eine Nebenwirkung. Ja. Genauso wie Krankheiten nun auch mal zum Tode führen können und jeder Mensch irgendwann erkrankt und auch sterben muss. Also das gehört irgendwo dazu, und wenn natürlich jetzt eine Gruppe ganz laut schreit, nein, 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 bitte nicht, weg damit, irgendwie Teufelszeug oder so, oder sagt, das ist nur gefährlich und also so ganz stark auf diese Nebenwirkungen starrt oder auf das, was gefährlich ist und das vielleicht auch überbewertet, dann kann das natürlich auch problematisch sein, denn jedes Medikament hat irgendwo eben diese Nebenwirkungen oder kann auch Kreuzreaktionen oder sowas auslösen, was man nicht immer direkt auf dem Schirm hat. Deshalb macht man ja die Studien, um es möglichst auszuschließen. Also das Problem ist dann eher diese Zeitverkürzung, die Teleskopierung, wie eben Bill Gates, das hat er nun eben auch mal vorgeschlagen und es wurde so durchgeführt nach seinen Vorschlägen eines Mannes, der nie gewählt wurde, der kein Mediziner ist, der ein Computer-Nerd ist. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist alles ein Novum. Ja. Noch nie wurde solch ein Impfstoff zugelassen, noch nie in dieser Menge verabreicht, auch noch nie an so junge Menschen. Die Nebenwirkungen werden einfach in Kauf genommen. Das ist völlig erstaunlich, was da abgeht, und es ist ein massiver gesellschaftlicher Druck, der das Ganze auch noch weiter vorantreibt. Jetzt kommt es ja ein bisschen zur Impfmüdigkeit. Da sieht man eben auch daran, dass manche Leute auch so ein bisschen jetzt mittlerweile geläutert sind und ich auch schon von Leuten gehört habe. Ich treffe ja auch immer wieder regelmäßig Menschen, die mir gesagt haben, also eine dritte Ampulle kommt für mich nicht in Frage. Ja. Die Nebenwirkungen waren für mich so blöd und das, was ich jetzt alles hier gehört habe und weiß, also eine dritte Ampulle werde ich mir nicht verabreichen lassen. Also jedenfalls nicht auf Teufel komm raus. Und einige wollen sehr gerne auf Teufel komm raus. Muss man ja mal so blöd sagen, so blöd wie es klingt. Ja. Da wird auf Teufel komm raus verimpft, eben auch an junge Menschen, wo wir nicht wissen, wie die Langzeitfolgen aussehen können. Das muss man ja tatsächlich mal bitte betonen. Okay, ich lese hier nochmal kurz vor, um ein bisschen Gespür zu bekommen, was auch so diskutiert wird oder was eben auch schwierig und negativ sein könnte. Also wie gesagt, aber das muss man eben abwägen. Ja. Nebenwirkungen wird jedes Medikament haben. Also hier wird zum Beispiel diskutiert, dass es nach der Impfung mit dem Kontakt dann mit dem Wildvirus zu überschießenden Immunreaktionen kommen kann. Das hängt eben an den Stoffen oder Wirkstoffverstärkern oder Verpackungsmaterialien, wo diese mRNA drinsteckt, dann verabreicht wird. Zusammen, so habe ich es jedenfalls aufgefasst. Und das hat man eben in vielen langen Studien schon mit Katzen festgestellt. Corona-Impfstoffe an Katzen wurden verabreicht und im Verlaufe dieser Studien sind alle Katzen, welche zunächst die Impfung gut vertragen haben, dann gestorben.
nachdem sie mit Coronaviren infiziert wurden. Durch die Wirkverstärker wird diese Überreaktion weiter begünstigt. Also da sehen wir so gewisse Zusammenhänge, ja, die man im Kopf haben muss oder bedenken muss, dass Wirkstoffverstärker eben da drin sein müssen oder dass das immer so gemacht wird und dass das natürlich auch unerwünschte Nebenwirkungen haben kann. Für die Impfung wird auch erwartet, dass sie Antikörper gegen dieses Spike-Protein von SARS-CoV-2 hervorruft. Und dieses Spike-Protein enthalten unter anderem aber auch Synchitin-homologe Proteine. Und die bei Säugetieren wie bei den Menschen wesentliche Voraussetzungen, jetzt kommt es wieder, für die Ausbildung der Plazenta darstellen. Ja, und es muss also unbedingt ausgeschlossen werden, dass die Impfung gegen SARS-CoV-2 eine Immunreaktion gegen Synchitin 1 auslöst. Also das ist dieses Protein, was eben für die Bildung der Plazenta notwendig ist. Wenn jetzt sozusagen die Impfung, wie sie gebaut ist, die starke Immunreaktion hervorruft und da gibt es also die Befürchtung, dass es dann auch gegen das Protein der Plazenta vorgehen könnte. Ja, also ich bewusst im Konjunktiv und ich weiß, ich habe die Faktenchecker und auch die entsprechenden Berichte von der Uni Jena zum Beispiel gelesen, die das also entkräften möchten. Die sagen, bitte, liebe Frauen, lasst euch impfen, da besteht keine Gefahr. Okay, das muss man auch zur Kenntnis nehmen, ja. Dass es da es gibt Studien, ich liste die auch auf, ab 2004 habe ich die älteste gefunden, auch wieder in Englisch, wo also darüber schon so nachgedacht wurde, über dieses Protein und so. Aber es kann natürlich sein, weil wenn das in der Blutbahn auch entsprechend vorgeht gegen bestimmte Gefäßwände, wo das Spike-Protein produziert wurde in den Zellen und da eben auch arbeitet und diese Thrombozyten entstehen. Also da haben wir was, wo es auch vorgeht gegen Dinge, die dort im Blutkreislauf sind eben, was zu massiven Problemen führen kann. Und das könnte eben also auch bei diesem Protein passieren. Das ist einfach etwas, was man ausschließen muss. Und ich werde hier natürlich mit Argusaugen hinschauen. Das hat ja jeder irgendwie wahrgenommen, dass ich mich zu diesem christlichen Lager zähle oder sagen wir einfach mal kirchlich oder christlich bin und deshalb natürlich auch die Priorität für das Leben an vorderster Stelle steht. Also wenn hier irgendwie getrickst werden sollte und es tatsächlich zu Unfruchtbarkeiten kommen sollte, werden wir nicht leise werden und das massiv verfolgen. Also dass wir das benennen werden und weitere Schritte einleiten werden. Also das werde ich mit Argusaugen und nicht nur ich beobachten, wenn da was dran sein sollte. Deshalb nenne ich das hier und ich will, dass das ausgeschlossen wird. Ja. Und das macht man natürlich eigentlich vorher, diese Studien entsprechend. Also man muss es ausschließen, dass es hier eben zu solchen Reaktionen kommen kann. Nun bin ich ja auch in einer Kirche und bin hoch erstaunt, also wie freudig man sich das Ganze auch verabreichen lässt oder das sogar noch diese Pro-Haltung einnimmt, also die völlig identisch konform zu der vorgegebenen Meinung ist. Ja, also das ist erstaunlich. Und ich habe ja mal da mein Video gehalten über das Thema Kirche und naja gut, da habe ich auch Feedback bekommen. Manche fanden das irgendwie doof oder wollten das hier auf diesem Kanal nicht hören, sondern eher Schnittvideos sehen. Ich habe es trotzdem gemacht und es scheint was dran zu sein, ja. Also dass so Kirche so eine starke Tendenz hat, sich so anzupassen tatsächlich. Das ist nicht so ganz aus der Luft gegriffen. Das ist wirklich was dran, denn in Kirchen erreichen die Regierenden oder die das gerne möchten, das Ministerium, wie auch immer, Traumimpfquoten, ja, also wirklich Traumquoten, dass die Leute da wirklich so, bitte gib es mir, denn der Michael Kretschmer, also der sächsische Ministerpräsident, hat ja zum Beispiel auch gesagt, Impfen ist Nächstenliebe. Ja. Also wenn ich diesen Schwachsinn, wenn ich diesen Schwachsinn höre, dann fragt man sich doch, in welchen Religionsunterricht der gegangen ist, ja, auf so einen Bullshit wirklich zu kommen.
Und das gleiche hat auch das Nachrichtenmagazin Der Stern getitelt zum Jahreswechsel, das war also zu Weihnachten 2020, 2021, dieser Übergang. Da haben sie tatsächlich ein ernst gemeintes Nachrichtenmagazin rausgebracht mit dem Deckblatt, wo also dem Jesuskind an der Krippe durch einen der Weisen eine Ampulle gereicht wurde und das Ganze wurde mit Nächstenliebe übertitelt. Ja. Also da gibt es wirklich irre Auswüchse und das als Nächstenliebe zu bezeichnen, ist komplett absurd. In all den Jahrzehnten der Vergangenheit, wo wir Impfungen nun erfolgreich angewendet haben, war Impfung immer etwas sehr, sehr durchaus Privates. Und wenn ich nicht irgendwo in den Tropen herumreise, brauche ich auch keine Reiseschutzimpfung und ich muss das auch keinem erzählen. Und mich hat da auch niemand irgendwie nachgefragt oder sowas. Also wir merken, wir haben ja wirklich eine Zeitenwende durchgemacht und ja, da hat sich also wirklich was gedreht, verändert, wo was sehr Privates dann jetzt öffentlich geworden ist und ja, jeder muss sich ja jetzt irgendwie positionieren. Ich versuche das so ein bisschen zu vermeiden, zu sagen, das ist ja schon noch eigene Entscheidung und versucht so ein bisschen darüber ins Denken zu kommen, dass ich auch so die Pro-Haltung eingenommen habe mit meiner Einleitungsgeschichte. Ja? Also wichtig, da auch mal drüber nachzudenken, dass das für die vulnerablen Gruppen oder für die persönliche Entscheidung so im ganzen Prozess auch helfen kann, eine innere Festigkeit oder Überzeugung zu gewinnen, indem man diesen Schritt macht. Ja. Ich habe zum Beispiel auch beobachtet, dass viele der Geschwister, ich sage jetzt mal Glaubensgeschwister so aus der Kirchgemeinde, auch in persönlichen Gebeten oder so Gott dafür gedankt haben, dass sie jetzt ihre Impfmöglichkeit wahrnehmen konnten und nun endlich beide Ampullen verabreicht bekommen haben. Ja. Und ich versuche das ganz nüchtern und neutral zu behandeln. Finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja. Also ich finde das in dem Fall wichtiger, sozusagen mit Gott zu sprechen, als das Thema, wozu man dann zu Gott kommt, sondern das Wichtige ist, dass man eben diese starke Verbindung mit Gott hat oder so und das dem Menschen in dem Moment hilft. Ja? Also es geht darum, dass der Mensch sozusagen damit gut leben kann oder da seine Transzendent oder seine Spiritualität gut pflegen kann. Und da ist das Thema jetzt erstmal außen vor. Das kann zum Beispiel auch die Ehe sein oder irgendwie eine künstlerisches Schaffen oder sonst irgendwas. Ja? Das Schrauben an einem Auto, was besonders viel Freude bereitet, was den Menschen dann irgendwie erfüllt und was er vielleicht auch mit seinem Gott, wie auch immer der heißt, verbindet, was ihn dann glücklich macht oder so. Das finde ich super. Also deshalb habe ich da auch nichts gegen gesagt, aber ich habe natürlich auch mich da geäußert und gesagt, dass ich das mit der Impfung von Jugendlichen oder Kindern schon auch noch anders sehe und dass es da Fragezeichen gibt. Einfach nur diese Fragezeichen. Und weil die Regierung nun auf dem Weg ist, auch die Grundrechte stärker daran zu koppeln, habe ich das auch noch als Problem angeführt, was eigentlich das richtige Problem ist. Ja? Also ob sich jemand impft oder nicht. Ich werde auch mit oder ohne Impfung sterben. Also die Impfung ist jetzt nicht das Wichtigste, ja, was mein Leben irgendwie bestimmt oder so. Und wie gesagt, bin auch kein Gegner, sondern mir geht es eher so um diesen Satz zum Beispiel von Markus Söder, der sagte, Impfen ist Freiheit. Ja? Also impfen, bitte, kann jeder machen, wer will. Aber Freiheit, nee, das ist doch im Grundgesetz verankert. Ja? Die Freiheit der Person ist unantastbar. Ja? Sätze, die wir alle kennen. Oder die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Also da ist eine rote Linie überschritten, die ich einfordern werde. Und deshalb möchte ich mit Argusaugen darauf schauen, was ist zum Beispiel mit dieser Fruchtbarkeit oder was ist mit den Grundrechten. Ja? Da werde ich hinschauen. Deshalb nehme ich hier dieses Video auf. Und nochmal zur Fruchtbarkeit zurückzukommen, da gibt es nämlich eine Studie in Israel, ja, da hat also das größte Spital oder Krankenhaus da entsprechend, ist dabei eine Studie durchzuführen, was das eben für Auswirkungen auf konkret in diesem Fall die Bildung der Eierstöcke haben könnte und die Fruchtbarkeit der Frau. Und
da werde ich natürlich auch mit Argusaugen hinschauen, was das Ergebnis im Februar 2022 wird das angekündigt. Das Ergebnis dieser Studie, also das interessiert mich brennend, ja, was damit ist. Und das ist nun wirklich, also Entschuldigung, es ist völlig absurd, dass diese Studie erst jetzt läuft. Die hätte also während der Testentwicklungsphase laufen müssen. Das hätte jetzt noch gar nicht verabreicht werden dürfen. Denn wenn es da zu Problemen kommt oder Langzeitfolgen in dieser Hinsicht der Fruchtbarkeit, das wäre eine Katastrophe. Und selbst wenn das bei einer milliardenfachen Anwendung an der Menschheit nur am Ende einen Promillebereich betrifft, ist das eine Katastrophe von Hunderttausenden, Millionenfachen, die sich vielleicht sogar exponentiell erweiternden Fällen, die sich dann, wenn das zum Beispiel auch eine Veränderung des Immunsystems bedeutet oder eine Umprogrammierung, dann wird es ja offensichtlich auch genetisch weitergegeben und so weiter. Darüber wissen wir auch noch nicht wirklich etwas. Also das sind Fragen, ja, die vorher geklärt werden müssten, bevor wir so etwas tun. Also da bin ich doch eher skeptisch mit dem Ganzen. Und es wäre schön, wenn wir diese gesellschaftliche Diskussion hätten. Also wenn Sie Mediziner sind, dann ran an diese Sachen und wir müssen das in der Öffentlichkeit weiter bearbeiten und natürlich auch daran denken, dass es Menschen geben wird, die keine experimentellen Pharmaprodukte konsumieren oder sich verabreichen lassen möchten. Mit denen werden wir weiterhin leben müssen, umgehen müssen. Das sind nicht alles irgendwelche Verschwörer. Wie gesagt, ich halte von Verschwörungstheorien auch nicht, deshalb auch nichts. Deshalb stehen unter dem Video die ganzen Originalstudien in der englischen Originalfassung. In diesem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Kommen Sie gut voran und ja, alles Gute weiterhin. Ich wünsche auch Gesundheit. Ich hoffe, das war nicht übergriffig formuliert. In diesem Sinne, bis zum Wiedersehen und tschüss.